Das Schlagwerk kann mit 2 Pendelhämmern mit einer Energie von 150 Joule bzw. 300 Joule bestückt werden. Das Anzeigegerät weist 2 Skalen auf. Die Innenskala ist für den Pendelhammer mit 150 Joule und die Außenskala ist für den Pendelhammer mit 300 Joule, der hier verwendet wird. Vor Versuchsbeginn muss der Schleppzeiger auf 0 stehen. Beim Auslösen des Schlagwerks wird der Schleppzeiger mitgenommen. Anschließend ist an der Skala die verbrauchte Kerbschlagarbeit abzulesen. Wird das Schlagwerk ohne eingelegte Probe ausgelöst, beträgt die Kerbschlagarbeit 0 Joule. Die Probe wird auf dem Auflager positioniert, wobei die Kerbe mit Hilfe der Hammerfinne ausgerichtet wird. Vor dem Zerschlagen der Probe verschwindet dieser Stift. Anschließend wird der Pendelhammer ausgelöst. Wenn die Probe gebrochen ist, kann die verbrauchte Schlagarbeit am Schleppzeiger abgelesen werden. Außerdem gibt die Betrachtung der zerschlagenen Probe Informationen über das Verhalten des Werkstoffs bei der jeweiligen Temperatur. Sind die beiden Teile komplett voneinander getrennt oder hängen noch zusammen? Wie sehen die Bruchflächen aus? Der Versuch wird bei 6 verschiedenen Temperaturen durchgeführt, neben der gezeigten Raumtemperatur auch bei -196 Grad. Dazu wird die Probe in flüssigem Stickstoff temperiert und anschließend zügig auf dem Auflager positioniert. Die verbrauchte Kerbschlagarbeit ist deutlich geringer als bei Raumtemperatur. Hier zu sehen sind die Proben nach Prüfung bei etwa -196 Grad, -40 Grad, 0 Grad, 23 Grad und 180 Grad.